Ja, hallo und grüß euch. Ich habe mich in einem meiner letzten Videos vielleicht etwas abschätzig über einen kleinen Ausrüstungsgegenstand geäußert, was ich aber so nicht gemeint habe, und das möchte ich heute richtigstellen. Ihr könnt euch erinnern, mein Video über die 50 mm Objektive oder über das 50 mm Objektiv habe ich gesagt, dass mir mein EF-Objektiv mit diesem Adapterring nicht gefällt und ich daher das RF 50 mm nochmal gekauft habe. Das soll aber nicht heißen, dass ich diesen Ring nicht grundsätzlich sehr empfehle. Ganz im Gegenteil. Dieser Adapterring ist Goldes wert. Warum? Naja, er ermöglicht mir zum Beispiel, dass ich dieses wunderbare Canon EF 2,8L Objektiv an meiner Canon EOS R montiere. Nämlich ganz einfach, indem ich diesen Adapterring da auf das Objektiv montiere, mache ich jetzt mein EF-Objektiv zu einem RF-Objektiv. Alle Kontakte werden natürlich durchgeführt und ich kann jetzt dieses Objektiv an meine Canon montieren. Und im Vergleich zum 50 mm Objektiv stört mich da nicht, dass dieser ohnehin schon lange Tubus noch etwas länger wird. Ich finde, das macht da keinen großen Unterschied. Und dafür habe ich aber einen sehr großen Vorteil. Ich habe eines der besten Canon-Objektive jetzt auf meiner Canon EOS R. Naja, viele von euch wissen vielleicht, es gibt dieses Objektiv auch in RF-Ausführung, das stimmt. Das RF-Objektiv ist auch ein bisschen besser. Es hat einen etwas besseren Abbildungsmaßstab, da werden wir nachher noch drauf kommen. Es ist um das Eitzerl etwas noch schärfer, aber kaum der Rede wert. Es ist dafür etwas schwerer. Es ist aus Aluminium gefertigt, aber im Vergleich zu dem nehmen sich die beiden Objektive wirklich nicht viel. Aber der große Unterschied, dieses Objektiv kostet einfach die Hälfte. Das RF-Objektiv kostet neu, ich denke, irgendwo 1500–1600 Euro. Gebraucht ist es zu haben um 1200 Euro. Dieses Objektiv gibt es gebraucht schon um 600 Euro. Und, ihr werdet es wahrscheinlich erraten haben, ich habe natürlich meines auch gebraucht geholt. Erstklassiger Zustand, man kann ein Objektiv leicht testen, indem man einfach die Kamera mitnimmt. Und ich bin mit diesem Objektiv sehr zufrieden. Es hat einen um eine Stufe schlechteren Bildstabilisator, aber auch da muss man sagen, dieser Stabilisator ist ein extra Makrostabilisator, das heißt, er stabilisiert nicht nur den Verschwenker, sondern auch die Verschieber. Das heißt, die Kamera, wenn sie nach vorne oder nach hinten geht, auch das wird ein Stück weit stabilisiert, also an und für sich sehr perfekt. Und im Makrobereich ist natürlich ein Bildstabilisator schon gut, dass man aus der Hand schießen kann, aber die große Gefahr im Makrobereich ist ja eher, dass sich das Motiv bewegt und weniger, dass ich selbst mich bewege, denn wenn ich wirklich ein Makro schieße, mache ich das ganz gern auch vom Stativ. Ich möchte jetzt da aber gar nicht so sehr auf die technischen Daten eingehen oder auf den Vergleich zwischen RF und EF-Objektiv. Ich blende euch da einfach mal kurz die Daten ein, dann könnt ihr es schnell nochmal anschauen, vielleicht screenshotten. Da gibt es genügend andere Videos, die das auch machen. Ich möchte stattdessen mit euch etwas anderes diskutieren, nämlich was ist denn ein Makroobjektiv? Wann spricht man davon und welche Eigenschaften muss ein Objektiv haben, um ein Makroobjektiv zu sein? Naja, da gibt es einmal zwei Ansichten. Die eine ist die Marketing-Ansicht, auf die werden wir ein bisschen später noch kommen. Die andere ist die, wie soll man sagen, eher sachlich fotografietechnische Ansicht, wann ein Objektiv ein Makroobjektiv ist. Und da geht es um den Abbildungsmaßstab. Und zwar ist die Frage, wie groß kriege ich denn ein Objekt aus der echten Welt auf meinen Sensor abgebildet? Wenn das ein 1:1 Verhältnis annimmt oder sogar eine Vergrößerung darstellt, dann spreche ich von einem Makroobjektiv. Um das Ganze etwas deutlicher zu machen, habe ich ein Dia von mir mitgenommen, ein altes Dia. Und ihr wisst ja vielleicht, beim Dia ist es so, dass das tatsächlich dieses Bild, das da drinnen ist, tatsächlich der Film ist, der in der Kamera belichtet worden ist. Der wird einfach entwickelt, in kleine Stücke geschnitten und im besten Fall dann in so einen Rahmen gesteckt, damit man ihn leichter im Dia-Projektor handeln kann. Aber das heißt jetzt, dass diese Fläche, die wir da innen haben, genau der Fläche entspricht, die in der Analogkamera belichtet worden ist, nämlich 36×24. Und genau diese Abmessungen hat auch der Sensor in meiner Vollformatkamera. Das heißt, wenn meine Kamera es schafft, mit einem entsprechenden Objektiv natürlich, dieses Bild da vorne, diese schwarze Fläche, 1:1 auf den Sensor abzubilden, dann haben wir einen Maßstab 1:1 erreicht. Weil dann habe ich diese 36×24 genau 1:1 auf dem 36×24 großen Sensor abgebildet. Und jetzt möchte ich mir mit euch gemeinsam überlegen, was denn ein Objektiv können muss, damit dieser Abbildungsmaßstab 1:1 erreicht werden kann. Ja, da stellt sich zunächst einmal die Frage, welche Parameter sind es denn, die den Abbildungsmaßstab eines realen Objektes definieren. Das heißt, wie groß wird ein reales Objekt auf dem Sensor abgebildet? Welche Einflussfaktoren gibt es da? Naja, das sind im Wesentlichen nur zwei. Einen habt ihr jetzt schon gesehen, das wäre mal der Abstand des Objektes von der Kamera. Umso näher ich komme, desto größer werde ich abgebildet, desto größer ist auch der Abbildungsmaßstab
meiner Person jetzt auf dem Sensor. Naja, und der zweite, den können wir uns auch ganz leicht anschauen. Die zweite Einflussgröße ist natürlich, ihr seht es schon, wenn ich hier die Brennweite verändere, dann ist natürlich auch der Abbildungsmaßstab ein anderer. Das heißt, ganz klarerweise wird ein Objekt in einer gegebenen Distanz mit einem Weitwinkelobjektiv kleiner am Sensor abgebildet als mit einer Telebrennweite fotografiert. Das heißt, wenn ich jetzt wieder meinen Diarahmen hier hernehme, dann haben wir genau diese zwei Faktoren, die jetzt auch da jetzt eine Rolle spielen. Einerseits muss ich die Distanz zum Objektiv haben, andererseits ist natürlich die Distanz zum Objektiv, die notwendig ist, um dieses Dia jetzt vollformatig abzubilden, abhängig von der Brennweite. Wenn ich eine lange Brennweite habe, dann wäre ich vielleicht da jetzt schon so weit, dass dieses Bildausschnitt da drinnen vollformatig auf dem Sensor abgebildet werden würde. Nachdem die Pocket einen sehr großen Weitwinkel hat, muss ich da jetzt schon verdammt nahe hingehen, damit ich da ungefähr hinkomme. Darum sind Makrolinsen normalerweise längere Brennweiten. Das heißt, ich kann von weiter weg die gleiche Vergrößerung hinbekommen wie mit einem Weitwinkel. Es gibt zum Beispiel von Sony ein Makroobjektiv, das hat 35 mm. Da muss ich aber, wenn ich diesen Abbildungsmaßstab 1:1 haben möchte, ich glaube 3 oder 4 cm nahe an mein Objekt hingehen, so wie eben da auch das der Fall ist. Das ist in vielen Fällen vielleicht egal, wenn ich eine Briefmarke fotografieren möchte oder eine Münze. Aber stellt euch vor, ihr wollt ein Insekt, ein lebendes Insekt fotografieren, dann wird es mit so einer Linse ziemlich schwer werden, denn das Insekt wird natürlich nicht zulassen, dass er mit eurer Kamera so nahe herankommt, um eben diesen Abbildungsmaßstab dann auch tatsächlich hinzubekommen. Das heißt, üblicherweise sind Makroobjektive irgendwo 85 bis 100 mm von der Brennweite her. Warum ist denn dann aber nicht einfach jedes Objektiv auch ein Makroobjektiv? Zum Beispiel da mein sehr geschätztes 2405, da könnte ich ja auch jetzt einfach auf 100 mm stellen und sagen, okay, ich mache jetzt da einen gewissen Abstand, der eben dann erlaubt, dass mein Abbildungsmaßstab groß genug ist und ich habe ein Makroobjektiv. Dazu müssen wir uns noch eines etwas näher anschauen. Stellen wir uns dazu jetzt einmal vor, wir hätten da in der Mitte vor uns eine Linse. Wir schauen beide seitlich auf diese Linse drauf. Der Einfachheit halber nehmen wir nur eine Linse. Wir wissen, ein Objektiv besteht aus vielen Linsen. Wir nehmen jetzt einfach nur eine. Die Linse geht nach oben und nach unten zusammen. In der Mitte ist es bauchiger und wir schauen, wie gesagt, beide seitlich auf die Linse drauf. Was macht die Linse jetzt mit Licht, das von der linken Seite auf die Linse drauf trifft? Schauen wir uns zunächst mal den Fall an, dass wir von der linken Seite Lichtstrahlen haben, die alle parallel auf die Linse drauf treffen. Zum Beispiel Lichtstrahlen, die von der Sonne kommen. Die Sonne ist so weit entfernt, dass wir durchaus vereinfachend sagen können, die Lichtstrahlen sind parallel. Diese Linse wird jetzt das Licht brechen, und zwar in Abhängigkeit von der Position, wo sie auf die Linse drauf treffen. Ganz in der Mitte, wo die Grenzflächen, die Randflächen der Linse quasi parallel sind, passiert überhaupt keine Brechung. Das Licht geht durch wie durch Fensterglas. Oben und unten, wo die Grenzflächen der Linse zueinander in einem Winkel stehen, wird das Licht zur Mitte hin gebrochen. Das heißt, oben wird das Licht nach unten gebrochen, unten auch nach oben gebrochen. Überall wird das Licht zur Mitte hin gebrochen. Wir können uns jetzt vorstellen, wenn wir von der linken Seite her diese parallelen Lichtstrahlen haben, dann haben wir auf der rechten Seite nur mehr einen Lichtkegel. Die gesamte Lichtmenge, die Lichtstrahlen werden alle zur Mitte hin gebrochen und treffen sich bei einer optimalen Linse natürlich in einem Punkt wieder. Und der Abstand von diesem Punkt zu unserer Linse, das wäre mal die Brennweite. Jetzt ist noch wichtig zu wissen, dass der Winkel an einer bestimmten Position, um den das Licht gebrochen wird, fix ist. Das heißt, egal ob der Lichtstrahl jetzt gerade auf die Linse kommt oder ob er von etwas weiter unten kommt, der Winkel ist immer der gleiche. Das heißt, wenn ich den Lichtstrahl, der weiter oben auf meine Linse trifft, etwas verändere und von weiter unten auf die Linse treffen lasse, dann wird auch der Ausgangslichtstrahl sich verändern und weiter nach oben gehen. Das heißt, der Winkel ist immer fix. Jetzt haben wir in den seltensten Fällen Objekte, die unendlich weit weg sind, die wir fotografieren möchten. Normalerweise sind die natürlich näher bei uns, ganz klar. Und jetzt stellen wir uns vor, wir hätten auf der linken Seite eine Person, die wir fotografieren möchten. Und wir schauen uns jetzt in der Folge, um das Ganze noch ein bisschen zu vereinfachen, uns nur einen Punkt auf der Nase dieser Person an. Dann kann man zunächst einmal sagen, dass das Licht, das aus der Umgebung auf diese Nase trifft, von diesem Punkt auf der Nase auch wieder in alle Richtungen reflektiert wird. Ganz klar, weil sonst könnten wir die Nase nicht von allen Seiten sehen.
überall hin, von welchem Winkel ich auf die Nase schaue, wird das Licht wieder zurückreflektiert. Das heißt aber jetzt auch in der Folge, dass unsere Linse, die wir jetzt in der Mitte haben, zur Gänze von diesem einen Punkt auf der Nase beschienen wird. Das heißt, jeder Punkt auf der Linse wird natürlich auch einen Lichtstrahl von diesem Punkt auf der Nase erhalten. Das heißt, wir haben auf der rechten Seite einen Lichtkegel, der von diesem einen Punkt der Nase ausgehend unsere gesamte Linse bestrahlt. Dieser Lichtkegel oder die einzelnen Lichtstrahlen in diesem Lichtkegel, die da von der linken Seite auf die Linse kommen, werden jetzt alle natürlich auch gebrochen. Und auf der rechten Seite haben wir auch wieder einen Lichtstrahl. Nachdem wir zuerst festgestellt haben, dass der Brechungswinkel immer gleich ist, muss jetzt, wenn die Nase natürlich sehr viel näher an meinem Objektiv ist und natürlich der Winkel, der Einfallswinkel auf meine Linse nach unten geht, muss natürlich jetzt der Kegel, der auf der rechten Seite entsteht, sehr viel spitzer werden. Das heißt, unser Fokuspunkt auf der rechten Seite wandert von der Linse weg. Das heißt, umso näher die Person zu meinem Objektiv kommt, umso weiter weg ist mein Bildpunkt auf der anderen Seite. Denn ich will ja natürlich, dass die Spitze des Kegels, dort wo mein Punkt der Nase scharf abgebildet ist, dass der auf meinem Sensor zu liegen kommt. Dann habe ich eine scharfe Abbildung. Wenn der Sensor davor oder danach ist, dann habe ich diesen einen Punkt von der Nase ja nicht in einem Punkt abgebildet, sondern in einem Lichtkreis, also unscharf, was man vielleicht sogar als Bokeh benennt. Wenn man irgendeinen Lichtpunkt unscharf hat, dann sind das immer so schöne Kreise. Das ist eben genau dann der Fall, wenn der Sensor nicht genau dort liegt, wo der Fokuspunkt meines Lichtkegels ist. Also umso näher die Person kommt, umso stumpfer wird dieser Lichtkegel des Objektes, das ich fotografiere, und desto spitzer muss natürlich auf der anderen Seite, weil der Brechungswinkel ist fix, den kann ich nicht ändern, umso spitzer wird auf der anderen Seite mein Ausgangslichtkegel und umso weiter weg entsteht das scharfe Bild dessen, was ich fotografieren möchte. Und da haben wir jetzt genau den Knackuspunktus, weil nämlich, wenn ich ganz nahe an mein Objektiv rankomme, entsteht das Bild ganz weit weg von meiner Linse. Und da habe ich jetzt natürlich ein physisches Problem mit jedem Objektiv, denn irgendwann einmal ist die Distanz ausgereizt, die ich meine Linse von meinem Sensor entfernen kann. Und wenn ich dann eine gewisse Distanz hier unterschreite, dann entsteht das Bild eben zu weit weg von meiner Linse und ich kriege es nicht mehr scharf. Und diese Distanz, die minimale Distanz, mit der ich noch ein Objekt scharf abbilden kann, das ist die Naheinstellgrenze. Und die Naheinstellgrenze ist es in Wirklichkeit, die darüber entscheidet, ob ein Objektiv makrofähig ist oder nicht. Denn der Abbildungsmaßstab, den erreiche ich immer. Ich kann jedes Objekt so nahe an meine Linse ranbringen, dass der Abbildungsmaßstab 1:1 wird. Nur im Normalfall kriege ich es einfach nicht mehr scharf. Das ist das Problem. Und das Makroobjektiv hat eben genau jetzt die Funktion, dass es noch eine sehr nahe Naheinstellgrenze hat. Das heißt, ich kann mit dem Objekt so nahe an die Linse rankommen, dass beim Abbildungsmaßstab 1:1 immer noch das Objekt scharf abgebildet werden kann. Ja, und jetzt komme ich noch mal darauf zu sprechen, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, nämlich, dass es zwei Kategorien von Definition von Makrolinse gibt. Die eine mit dem Abbildungsmaßstab 1:1 und die andere, die marketingtechnische, die einfach eine Linse Makrolinse nennt, wenn sie eine sehr geringe Naheinstellgrenze hat. Das bringt mir aber nichts, wenn die Linse eine Weitwinkellinse ist und ich trotzdem, obwohl ich so nahe am Objekt dran bin, die Vergrößerung nicht zustande bekomme. Das heißt, ich bin zwar nahe am Motiv, bekomme aber nicht, bei weitem nicht die 1:1 Vergrößerung hin. Damit ist das eigentlich kein Makroobjektiv, auch wenn es eben sehr nahe an mein Motiv rangehen kann. Das heißt aber im Umkehrschluss jetzt nicht, dass dieses Makroobjektiv nur für Makrofotografie geeignet ist. Das heißt, dass meine Motive immer ganz nah vor der Linse sein müssen. Nein, ganz im Gegenteil. Dieses Makroobjektiv ist selbstverständlich auch ein hervorragendes Objektiv für die Porträtfotografie zum Beispiel, für die Produktfotografie. Aber ich kann natürlich auch Landschaft damit fotografieren. Es ist natürlich ein ganz normales 100 mm Festbrennweite Objektiv, das eine hervorragende Schärfe hat und sich für alle Arten der Fotografie eignet. Natürlich aufgrund seiner Spezifikationen für manches mehr als anderes. Also eine große, weite Landschaft werde ich mit dem 100 mm normal wahrscheinlich nicht abbilden. Aber ansonsten überall, wo 100 mm geeignet sind, sind natürlich diese Makroobjektive auch ganz vorne dabei. Und ganz im Speziellen deshalb, weil dieses 2,8 auch ein sehr schönes, weiches Bokeh hat, die Hintergrundschärfe, Vordergrundschärfe sehr schön samtig ist und sich damit eben für Porträts zum Beispiel ganz, ganz toll eignet. So, aber jetzt würde ich sagen, haben wir genug Theorie gequatscht. Wir bewegen uns ja mit Riesenschritten auf den Höhepunkt des Faschings zu oder Karneval, wie manche sagen. Und da gibt es ja auch jede Menge Fotomotive.
Und dazu, zum Fotografieren oder einfach nur zum Feiern, wünsche ich euch jede Menge Spaß. Ja, und wir sehen uns ja hoffentlich das nächste Mal oder vielleicht auch gleich bei einem anderen Video von mir. Ciao und pfiat euch!